Moin moin, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Genießt noch ein bisschen den Trailer, ich brauche noch eine Minute und dann geht es hier los. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. But it's there, just around the corner. And it keeps you going. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch recht herzlich hier im Livestream. Wir schauen uns heute gemeinsam das Cyberpunk-Event an. Night City Wire Event heißt es. CD Projekt Red veranstaltete einen Livestream, um uns noch mehr Eindrücke vom Spiel zu geben. Es wird Gameplay gezeigt, wir sehen neue Gameplay-Szenen und wir bekommen einen neuen Trailer. Damit aber noch nicht genug. Auch heute fällt das Embargo. Also praktisch nach diesem Event dürfen alle, die das Spiel antesten konnten, da gab es ein kleines Event halt intern, wo einige größere Magazine, zum Beispiel GameStar, PC Games und Co., werden dort bestimmt gewesen sein. Ich kenne jetzt nicht die Teilnehmerliste, aber es waren ein paar dort, die eben das Spiel schon mal antesten durften und das Embargo fällt direkt nach dem Livestream. Dementsprechend dürfen die dann zeigen, was die aufgenommen haben. Das wird so in etwa bestimmt mit dem übereinstimmen, was wir auch an Gameplay zu sehen bekommen. Das kann sein, dass hier und da kleine Änderungen sind, dass sie anders angegangen sind und so weiter. Ja. Wie war euer Tag? Wie war euer Tag? Wir können so lange das Team Deep Drive Gameplay hier laufen lassen. Ja, moin, grüß dich. Run, grüß dich, Mensch. Einen wunderschönen guten Namen. Ich bin gespannt, muss ich sagen. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Ich bin ja immer noch so der Punkt, der mit der Ego-Perspektive nicht ganz fertig wird. Es ist nicht so, dass ich mir wünschen würde, dass die eine Third-Person-Perspektive machen, weil das werden sie einfach nicht machen. Aber ich wünsche mir heute einfach, dass wir, ich will gar nicht mal sagen, mehr vom Gameplay sehen, weil genau genommen haben wir schon sehr viel Gameplay gesehen. Ne? Wir haben einmal das 48 Minuten Gameplay da gesehen und dann gab es nochmal diese 15 Minuten, die jetzt hier im Hintergrund sind. Aber ich würde mir wünschen, dass wir so ein bisschen, ja, dass sie uns zeigen, wie die City von innen, vom Zentrum her aussieht und ein bisschen die Badlands drumherum. Da würde ich mir freuen, wenn sie da so ein bisschen was uns zeigen, weil zu viel möchte man auch nicht gespoilert werden. Ne? Das ist wie so ein, ja, irgendwie guckt man sich das an, weil man unbedingt was sehen will. Auf der anderen Seite denkt man sich aber auch, gut, geht ein bisschen Überraschung auch flöten. Aber sobald das wieder losgeht, ihr kennt es, werden wir wieder im Vollbild schalten. Also da ganz ruhig bleiben. Gut, kam vorhin vom Mountainbiken zurück. Oh, Mountainbiken. Ich muss auch dringend mal wieder ein Fahrrad fahren, das fällt mir gerade ein. Ich habe mir ein neues Fahrrad geholt und habe es seitdem noch nicht einmal, das ist jetzt ein Jahr her, seitdem noch nicht einmal benutzt. Jet, wie wird dein Name eigentlich ausgesprochen? Soll das so ausgesprochen werden oder wie spricht man deinen Namen aus? Oder Wheat? Wheat? Guck, Mona Sauer am Start. Grüß dich. Da muss man gucken, wie gut das umgesetzt wird. Ja, genau.
Weil wir haben ja diesen ganzen Charaktereditor. Ich möchte gar kein Hate oder so. Im Gegenteil, ich freue mich wirklich total auf dieses Spiel. Aber ich bin auch immer einer, der vielleicht habt ihr das schon gemerkt, auch in allgemeinen Livestreams. Es gibt ja einmal die eine Sorte bei Livestreams, die komplett eskalieren, wenn irgendwas gezeigt wird. Ne, wenn man sich so Reactions anguckt auf YouTube, da gibt es ja einen Teil, der rastet förmlich aus, wenn er überhaupt irgendwas sieht. Und ich gehe da eher so ein bisschen gelassen an die Sache ran. Ich gucke erstmal und sage, ja, okay, ist gut oder gefällt mir jetzt nicht so, weil ich kann lieber vorsichtig sein, als wenn ich mit dem Ultra-Hype an die Sache rangehe. Bin dann, keine Ahnung wie, so drauf eingestellt, es muss jetzt absolut mega gut werden und nachher im fertigen Spiel, ja, ist es vielleicht dann doch noch ein bisschen anders umgesetzt. Also da bin ich eher ganz gelassen, ganz locker. Aber hieß es nicht ganz am Anfang, dass es beide Sichten gibt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die gesagt haben, dass sie absichtlich die Ego-Perspektive gewählt haben, dass es eine Designentscheidung war, weil das Spiel so, deren Meinung nach, besser rüberkommen würde. Das ganze Spiel sei dahingehend optimiert worden in der Ego-Perspektive. Alles, was wir machen mit unserem Charakter, was wir uns angucken, ob es jetzt Bücher sind, ob, keine Ahnung, irgendwas anderes ist, Interaktionen mit diesem Charakter, sei eben auf diese Ego-Perspektive abgestimmt. Gut, ich kann mir vorstellen, jetzt bei Sexszenen und so weiter, klar, Ego-Perspektive, Feeling, machen wir uns nichts vor. Aber auf der anderen Seite finde ich ich habe so einen umfangreichen Charaktereditor, wie wir es hier gerade sehen, aber außer Cutscenes werde ich meinen Char ja nicht sehen. Ja gut, im Spiegel sehe ich ihn, aber wie oft gucke ich im Spiegel rein? Man spielt ja voraus. Auf welcher Plattform wirst du dieses Spiel zocken? Auf der Xbox. Wenn bis dahin die Series X draußen ist, dann die auf der Series X, ganz klar. Also ich bin da rein Xbox. Ich habe eigentlich einen relativ guten PC mit einer RTX 2070 Super, einen Ryzen 7 3700X und 16 oder 32 GB Arbeitsspeicher. Also das ist ein relativ guter PC, den ich habe. Aber ich bin Konsolenspieler und ich möchte einfach entspannter von der Couch oder was ihr dann halt bald seht, was ich mir aufgebaut habe, zocken, gefällt mir einfach besser dann. Kann ich auch ein bisschen bessere Qualität beim Stream dann liefern, weil dann ist mein PC praktisch rein fürs Streaming da. Geht eh nicht für jedermann Cyberpunk. Das ist schon richtig, aber das ist, glaube ich, kaum ein Spiel, oder? Ich glaube, gibt es kein Spiel, wo sich eigentlich alle einig sind und sagen, ist absolut Bombe. Das glaube ich nicht. Überall gibt es immer welche, die irgendwas auszusetzen haben. Ich auch, ich werde das gleich auf der Xbox Series X zocken. Ja, wenn sie bis dahin draußen ist, wo ich stark von ausgehe, weil wenn sie bis zum 19. November noch nicht da ist, dann, gut, sie könnte am 20. kommen, zeitgleich mit der Playstation, aber glaube ich nicht. Mein Informationsstand, wenn man sich ich bin viel auf Twitter unterwegs, auf Reddit und so weiter, lies mir viel durch und ich muss sagen, es sieht eher danach aus, als würden sie die Xbox, grob gesagt, sag ich jetzt mal 2 Wochen eher veröffentlichen. Das kann ich mir gut vorstellen. 2 Wochen eher und dann 50 bis $100 weniger. Trink nicht vergessen. Stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was ich mehr. Könntest du dir auch vorstellen, die Series S zu holen? Vorstellen? Ja klar, also das kann gut sein, dass ich meine One X, die ich jetzt habe, verkaufen werde und mir die Series S fürs Wohnzimmer hole. Dass man da mal entspannt daddeln kann oder dass meine Freundin da dann zum Beispiel, für alle, die es nicht wissen, Mona ist meine Freundin, dass sie da dann mal zusammen spielen kann oder wenn wir Grounded oder so mal zusammen daddeln wollen oder sonst irgendein Spiel, dann kann sie da zocken und sonst können wir das da halt nutzen, um Streaming-Dienste zu gucken. Ich habe mir schon ein Bier aufgemacht, sehr geil, sehr geil. Ja, ich würde gerne, aber ich darf nicht. Aufgrund von ein paar Magenproblemen und so weiter darf ich weitestgehend keinen Alkohol trinken. Ich muss sagen, ich möchte es eigentlich auch gar nicht. Ist nicht so, dass ich das Interesse groß daran habe. So, die letzten 3 Minuten, was meint ihr? Wollen wir hier bleiben? Guckt euch mal den Timer hier unten an. Alter Falter, 144.000.
Wir machen das hier mal aus. So, Stream. Auch hier wieder 1080p läuft der Stream von den 30 FPS läuft der Stream bei 5500 Kilobytes pro Sekunde. Also dementsprechend erwartet keine Grafikeindrücke vom Livestream, ne? Sage ich nur gleich vorweg. Der wird nicht so pralle ausfallen, der Livestream. Ist halt einfach, man kann es halt schlecht machen. Eine Grafik und so weiter kann man in einem Livestream nicht präsentieren. So, ich gucke mal, dass ich den Ton bei 12,8 halte. Wir sehen, die müssen gleich im gucken, während das Event startet, wie das immer. Also ich werde ja wieso erstmal die Klappe halten. Wenn wir Trailer-Gameplay sehen, werde ich erstmal die Klappe halten. Vielleicht gelegentlich was dazu sagen, aber mehr nicht. Boah, ich hätte gern einen Bonbon. Bin gleich wieder da, Freunde. Blatt, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Habt ihr eigentlich Rauschen, wenn ich rede? Hört ihr dann Rauschen? Weil hier hinten ein Ventilator läuft. Ich kann den auch ausmachen. Wird zwar dann sehr warm, aber macht doch keinen Sinn, wenn wir hier miese Qualität abliefern in Sachen Ton. Schreibt's mir gerne einfach rein. So, sobald gleich die letzten, sagen wir 30 Sekunden laufen, gehen wir in Vollbild. Oh, ASMR. Man hört keinen Rauschen. Können die anderen das auch bestätigen? Sound ist gut, Hollywood. Hast du den Namen jetzt gerade geändert? Weed? Also man hört kein Rauschen. Okay, alles klar, sehr gut. Sehr gut. So, die letzten 30 Sekunden. So, ich platziere mich jetzt erstmal hier und dann können wir immer noch gucken. So, ich bin gespannt. Bitte, bitte CD Projekt Red. Zeigt mir Eindrücke. Oh, ha. So, Freunde. Hype, Hype. Oh Mann, das gibt Ärger. Oh, das könnte Ärger geben auf YouTube. Das gibt richtig Ärger. Hello and welcome to this, the very first episode of Night City Wire, a brand new series from us at CD Projekt Red where we'll be talking about all things Cyberpunk 2077. For today's episode, we'll be starting with a brand new trailer. One of our developers will be joining us to help unpack everything you're going to see. We'll have some news, an announcement about a secret collaboration. We'll be taking a look at some braindance gameplay and welcoming back our developers just to have a chat about everything you're going to see. But there is one more thing. Media all over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077, and when this episode finishes, you'll be able to go and check out exactly what they thought. So, let's get started. Also hier hat sie das, glaube ich, jetzt nochmal mit dem Embargo gesagt, ne? Das ist danach halt. That, our lead quest designer Pavel Sasko will be joining us because I've got a feeling you're going to have a few questions after watching this. Dennis, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Let's take a look. Trailer. So, ich mache Facecam aus. I love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. City like any other, just bigger. Nah, mano, not just any other city. Legends are born here. The major leagues.
We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bullet. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V, a pleasure. So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Jobs to grab it. Guessing it belongs to a court. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Sounds simple enough. He's lead, assholes! Is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Get your ass moving now! What the fuck just happened in there? Can't stop digging Night City. Fucking major leagues. Happy now, Jackie? Yep, that's fucking high! Time to bail! Oh my god, we're so fucked. Dex, what the fuck? Can't risk it, V. And you, who are you? Fuck. So the trailer contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. Sah schon gut so, aus. Pavel, Sah why schon don't richtig gut you aus. try and help us unpack everything that we just saw? Oh yeah, I mean, absolutely, I can try. So, what you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome stuff is only happening in the first few quests. What the trailer shows you is really our stage, the Night City. You know, this gigantic city built of 6 completely unique districts. Also, Night City sieht schon geil aus, das finde ich auch cool mit dem... As a player, you are meeting Jackie. Ich finde die Badlands viel interessanter als die Innenstadt. Are trying to reach out for something that is very precious. They are trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to eternal life. Jackie introduces you to fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in a social ladder of Cyberpunk. He is able to provide the player with various jobs and contracts to be able to gather money, to be able to modify their bodies, push themselves to the limits, to put their hands on the chip. But as you can expect, not everything. Sieht schon geil aus, aber ich finde es auch gut, dass wir There are an awful bei den lot Autos of really wechseln cool können. things in this trailer, Also and das there's war a auch few that I would eine just love to talk about a little bit more for the people at home. Sicht vom kompletten So let's Auto start haben. with talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes of them in this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them? Oh yes, so the Mox is one of the gangs that player is going to interact with throughout the game. The Mox is Das sind the die gang Mox. that has been formed in 2076. Das sind die Gang, die hier die Prostituierten, glaube ich, nee. Doch, das sind die, die Prostituierten beschützen und gucken, dass halt nichts passiert, also dass denen nichts passiert. Richtig, genau. Also sagt er jetzt auch nochmal, dass die halt dafür da sind, dass die eben die Prostituierten beschützen und achten, dass die halt nicht angegriffen werden, dass man dort nicht handgreiflich wird und so weiter. You did mention a 7th district, a place called the Badlands. Now, we saw a few shots of this in the trailer, but I'd love for you to give us a bit more detail about the district outside of the city walls. Genau, geht noch ein bisschen mehr über Badlands. Badlands is this like dead, dried out space going around the whole Night City. And as a player, you'll be able to traverse that space in your car or motorcycle. This is a space that is inhabited by the nomads. Nomads are living in a different families. Nur den Trailer, Tobi. Across that space in convoys made out of the cars and motorcycles. And as a player, sonst einfach zurückspulen. Du kannst auch zurückspulen, guckst du den Trailer an und dann kannst du wieder neu laden und bist wieder hier. Also ich würde zu Beginn dann die Badlands nehmen. Das ist viel cooler, als im Zentrum zu starten. Am Anfang muss man sich für eine Fraktion entscheiden. Ja, ja, sagte ich auch in einem der Infovideos auch. Glaube ich schon ein paar Wochen her. He has been introduced in pen and paper in Cyberpunk 2020 by our senpai Mike Pondsmith. Adam Smasher is a fully converted cyborg.
He was always a loyalist of Arasaka. Er ist richtig fertig. And time has changed, and in 2077 he had to find his own space in Night City. But to find out, you have to play the game. In this trailer, we do see Er möchte nicht so viel verraten, wir sollen es herausfinden, wenn wir dann selber spielen. Auf jeden Fall hat er so sein eigenes Imperium aufgebaut. What Ripper Docs are and how they'll be interacting with them when they play Cyberpunk. So Ripper Docs in our game, they are surgeons. They are like a specific type of a job in the social ladder of Cyberpunk. They are accustomed and specialized in replacing limbs to the metal ones. They can basically update your body, enhance your body, change you into this walking. Jetzt geht er halt nochmal drauf an, dass wir unseren Körper ja verändern können und an uns halt rummodifizieren können. Craft your own relationship with them. Some of them are like important characters for a story. Through that you will invest eddies. Wir lernen während der Story halt Freunde kennen, zu die wir hingehen können und dort uns dann halt anpassen lassen können. Pavel, thank you so much for joining us. I know you'll be back later in the episode because you're going to be helping us to analyze the Braindance gameplay. But before that, we do have some news to share. Earlier in the year, we announced that if you pick up Cyberpunk 2077 on Xbox One, you'll be able to play it on Xbox Series X when the console launches. And just in case you missed it, it will be the same for PlayStation players as well. If you pick up Cyberpunk 2077 on PlayStation 4, you'll also be able to play it on PlayStation 5 when the console launches. And that's not all. There will be a free upgrade for Xbox Series X and PlayStation 5, but we'll have more details on that soon. Tonight City. Before we reveal our first look at the Braindance gameplay and welcome back our developers for a chat, there is just one more thing. Hier ist jetzt gerade nur noch mal darauf eingegangen, dass ein Free Upgrade kommt auf Xbox Series X und PlayStation 5. Our partnership with Studio Trigger and Netflix to bring you Cyberpunk Edgerunners, a standalone anime set in the Cyberpunk universe. Kommt ein Cyberpunk Anime in Kooperation mit Netflix und Trigger. But for some more information, let's go to the team in Tokyo. Es kommt eine Animationsserie zu Cyberpunk und die soll auch noch dieses Jahr erscheinen. I am the Japan-based producer for Cyberpunk Edgerunners. What I do basically Weiß ich nicht, Hollywood. Ich denke mal so halbe Stunde, dreiviertel Stunde. To put it in the words of the Cyberpunk universe, we are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. Gehen wir eher von 20, 30 Minuten was always aus. a dream for us to make anime. When we began this project, we were certain that we didn't want to make a recreation of the game. Cyberpunk Edgerunners is a standalone story set in the same universe. The stage is still Night City, but everything else is totally Das Anime hat eine eigene Geschichte, es basiert nicht auf das Spiel, es hat eine eigene Geschichte, führt neue Charaktere ein und ist komplett alleinstehend im Vergleich zum Spiel. Right now we're in Nakano, which is one of the biggest anime meccas of the world. I'm going to take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the dream team that will be bringing you this anime. こんにちは。トリガーの代表取締役の大塚です。監督の今石です。キャラクターデザインを担当する吉成です。ゲームのサイバーパンクのファンの方、今回初めて触れる方両方に満足していただけるようにアニメを作るつもりです。よろしくお願いします。今回はそのサイバーパンクという僕らが10代の一ファンにしか過ぎなかった頃に生まれたジャンル、そういうジャンルのものをまた、時代が何周もして作れるというのが非常に楽しみです。トリガーも10年ということで、監督に今石、キャラクターデザインに吉成というトリガーの最強の布陣で、トリガー10周年にふさわしい作品に。Das meiste seht ihr jetzt selber, jetzt reden sie gerade nochmal darüber, dass Cyberpunk sie schon begleitet hat, als sie noch 2022 kommt die. Nicht, dass ich das jetzt gerade, ich glaube, ich habe gerade 2020 gesagt. 2022 auf Netflix und Trigger ist praktisch das Producer-Team hinter diesem Anime. Braindance is essentially a recording of somebody else's experience. It allows you to relive their sense of sight, smell, touch, and even hearing, all thanks to a special device.
After the gameplay, I will be welcoming back Pavel Sasko. I will also be joined by Patrick Mills, our senior quest designer and all-round lore master, who will be helping to answer your questions and give you some explanation on how you'll be interacting with Braindance when you play Cyberpunk 2077. So, let's take a look. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. Das wird jetzt, denke ich mal, gecaptured sein von der Xbox One X. Okay, on you go. Waffe ist geladen, kann losgehen. Down, everybody, on the ground. I want to see you kissing the flooring. Money, now, or I will fucking drop you, I swear to God. Well, yeah, hey, now, before I blow your fucking head off. Ah! Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft Braindance ist dann sozusagen eine Simulation, die sich mit einem Gerät in unserem Kopf abspielt, die wir halt durchleben. Feel the guy's pain, his stress, his hope wrapped up in something else. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. Also sie verändert jetzt nochmal was, um ihnen eine andere Simulation, glaube ich, zu geben. Sever the link to the BD roller's sensory array. You'll be able to look around freely. Whole scene's yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. Dream as hell, right? Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind, roll it back to the top. Can I? All good, neat. Now try fast forwarding a bit. Also spielt die Simulation jetzt praktisch nochmal durch und kontrolliert das, was er zuvor halt erlebt hat. Was ihm praktisch von der Simulation gegeben wurde, das guckte sich jetzt praktisch nochmal aus der dritten Person an. Now for some fun. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat, the gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. And remember, okay, right here. Excellent. Let's move on. Now heads up. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything. Ziemlich creepy, oder? Even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it. Pack of 6, case of Brosif, and a couple of zappers. Okay, we have a deal today on 2 flavors, Cuddy and Surf and Turf. Everybody, on the... So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Das ist schon ziemlich verrückt, ey. We'll move on when you get bored. Aber ist es denn jetzt nur eine Simulation oder ist es ein echtes Geschehen, was er sich jetzt gerade ansehen kann und sich einmal in die Person hineinversetzen kann
und auf der anderen Seite es aus der dritten Person nochmal begutachten kann. Meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Scanning works on peeps too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Alright, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Or I will fucking drop you, I swear to God! Well, hey, now, fucking head off! See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision, then scan it. So, da sieht er gleich die Person, die ihn attackiert hat. His own Chumba shot him. Probably planned to all along. Must have got a nice slice of cred on the black market for a. Also ist das jetzt sozusagen so eine Art Minispiel im Spiel selbst, was uns ermöglicht halt an Geschehnisse ranzukommen und halt dann den richtigen zu jagen, oder? Boah, das ist richtig creepy. Yeah, it's impressive, right? Too bad most of the BDs we do here are only good for flogging. Enigma 009, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Braindance is a pretty big part of the Cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. First is the lore. So how this actually fits into the universe. Wir gehen dann nach MCDD nochmal nach dem Stream hier, gehe ich da gleich nochmal drauf ein. So Patrick, could you tell us more about the lore of Braindance? I would love to. So in the world of Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed as a way of recording a person's experiences and then playing them back for someone else so that they could relive them as though it was happening to them. It was originally used for things like therapy and prisoner rehabilitation, but by 2077 it's become this global media industry, including things like movies, mass entertainment, things like that. Ja, wir haben es richtig verstanden. Wir durchleben das Leben einer Person bis zu dem Punkt, wo es gestorben ist. Um so dahinter zu kommen, wer es war. But the one that you saw in the trailer just there was a flatliner. Now that's where the person recording it actually dies during the recording. And it's popular with sort of an illicit kind of a thrill, but a mercenary can also ja genau, wir durchleben eine Simulation zu einem Geschehen, was ja anscheinend wirklich stattgefunden hat. Durchleben diese Simulation, dann passiert das, wie jetzt hier, dass wir sterben. Und dann können wir uns diese Simulation nochmal genau anschauen und analysieren, um herauszufinden, wie es zu dem Tod gekommen ist und wer dafür verantwortlich ist. So habe ich es jetzt verstanden. In the editor mode and see different clues that have been registered on the peripheral of given actor. Now, as a player, you can slide on the timeline of the recording, back and forth, trying to uncover different clues. And that clues are actually telling a story in the game. So, as a player, you will run different investigations that will lead you to different mysteries, and you will uncover them actually. Muss sofort an Detroit Become Human denken, als man gerade gleich zu Beginn die Hinweise überall analysieren musste und wie das zusammenhängt. Braindance as a storytelling tool. It's not a collectible. It's not something where you're going to go in and you're going to play it and you're going to be like, I've seen this before. What we use Braindance for is to give you a keyhole into the life of the residents of Night City, and we can explore things like childhood trauma, religion, various philosophical ideas in a way that you might not otherwise experience in a story about a mercenary on the tough streets. So we've tried to talk about some of the aspects that we think the community will find really exciting, but you know, while you're both here, I'd love to know, what is it about Cyberpunk that you guys are really excited for? Patrick, why don't you start? So one of the things that I'm most excited about in this game is the characters and the way they interact with the world. We've got this really interesting world that stretches all the way back to the Cyberpunk 2020 source material and all of these events and all of those things, but those don't mean anything unless they connect with characters. And so when we come up with a character, we start with their function. What is this person? What do they do in the story? But we don't stop there. We go back and we figure out, what was their childhood like? What was their upbringing like?
what kind of obstacles did they face in this harsh reality, and did they overcome them, and how did they overcome them, or did they not overcome them, and why? And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, in sort of how they operate in the world. And we come up with that for all of our characters. Now you look at someone like Victor Vector, and you're gonna see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up with that stuff even if we don't use it in the game, seinem because it helps inform us as to Sterbeblock, who also these praktisch in characters are. seiner Simulation, lernen wir auch mehr über diesen Menschen kennen. Wie hat er gelebt? I'm the most excited about our quests. Like with our Witcher 3 team, Ist ein with Livestream, Patrick Dennis. and like everybody that has stayed with us since the Witcher 3 time, we really have grown so much. We have learned so much, and we have used all that experience to put them into the quest that we have made. And you will not find really a filler in this game. Like everything has a meaning. Like we Also es ist alles abgespeichert. Wenn jemand stirbt, ist es abgespeichert. Und diese Datei, die abgespeichert ist, die gucken wir uns dann anscheinend nochmal an, durchleben das und können praktisch in dieser Simulation, die sich dann in unserem Kopf abspielt, genau analysieren, Pavel, I know was you mentioned Phase war. story and quests and writing quests, and when I was last in the studio, I had a look and I saw a notebook on your desk, and I would love for you to show everybody this notebook. Okay, Holly, I mean, you asked for it. So this is my notebook. It says Salsa Quest Designer. The reason is because I dance salsa, and I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook actually when we were really starting Cyberpunk. At the very beginning, I wrote like a first note, and it says pretty much something along the lines of that we were starting with a prototype. And then, you know, I kept on basically noting things that we've been working on for like next years. I remember once when our concept artists actually Also nur approached Kritzel, me, Kratze. and they said that they want to take a look on my Also alles notebook. I was like, durchgestrichen. what for actually? And they took some pictures and they told me, yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for notes of a psychopathic killer. Yeah, well, you may find maybe some of my notes in the game. So gut, dass das deine Notizen vom Spiel Pavel sind. and Patrick, thank you so much for joining me. I'm pretty lucky because I have read some of the stories that you and the team have written for Braindance, and I'm pretty excited for people to discover them. But before we do finish today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Earlier in this episode, I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk 2077. Sieht schon cool aus, das Spiel. Posting their impressions right Ich about werde mehr now. durch die City And if fahren, you als missed dass ich... anything from today's episode, don't worry, we'll be uploading everything to our channels very soon. Ich glaube, damit ist der Livestream schon And vorbei. finally, on behalf of everybody at CD Projekt Red, we just want to say thank you so much for joining us for this, the very first episode of Night City Wire. But don't worry, we'll be back with episode 2 in just a few weeks. So, we shall see you soon. In 2 weeks. Also in 2 Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es nochmal ein Event. Und das war jetzt nur die erste Episode. Damit ist der Livestream auch schon beendet. But don't worry, we'll be back with episode 2. Wenn ich jetzt mal gucke, ich glaube, so, damit ist der Livestream auch beendet. Da haben wir das. Da habe ich ja extra, noch bin ich ein bisschen vorbereitet schon fast. So, und hier haben wir dann nochmal... Was war Braindance noch gleich? Braindance ist eine virtuelle Realität und persönliche Unterform des Net, welche den Nutzer unzählige Medien konsumieren lässt, also Nachrichten, Berichte, Musikvideos, Videospiele und fiktive Geschichten, aber auch komplette Erlebnisse, welche von anderen Personen aufgenommen oder editiert wurden. Also das haben wir ja gerade gesehen. Braindance wurde in der Welt von Cyberpunk von der Doktorandin Blablabla im Jahr 2007 an der Universität Kalifornien in Santa Cruz entwickelt. Mit dieser Technik zeichnete sie zunächst ihre Erinnerungen, Gefühle und Sinneswahrnehmung auf. Die Technik wurde weiterverfahren und sollte später zur Therapie und Rehabilitation von Straftätern genutzt werden, danach sogar als Kriegssimulator mit der Hilfe von Militech. Durch das Mitarbeiter Dinge erleben, die für normale Menschen unmöglich sind, zu teuer, zu weit weg oder zu gefährlich. Die Erlebnisse werden live aufgezeichnet
dann von Technikern editiert und aufbereitet. Braindance erlebt man entweder in einer Kinokabine, die man besucht, als Stream in einer Art Abo-Service oder mit teuren Datenträger von zu Hause aus. Natürlich gibt es einen großen Markt auch für sexuelle Inhalte und interaktive Pornos. Also wir waren da schon richtig, wir durchleben eine Simulation. Das ist hier ein Twitch-Producer. Ach so. Wir durchleben eine Simulation und diese Simulation können wir verändern und uns genauer angucken. Also es ist wirklich, es ist eine Simulation, die sich in unserem Kopf abspielt, was halt mit allen zu tun hat. Gut. Kurzes Fazit zum Event, was meint ihr? Persönlich muss ich sagen, finde ich es echt nicht schlecht, finde es ganz gut. Ich will nochmal gucken auf YouTube, ob da schon was hochgeladen wurde. Vor 24 Minuten da. Dass man sich den nochmal in 4K angucken kann, den Trailer. So, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, den Trailer, ich zeige euch den jetzt nochmal in 4K hier. Ihr könnt euch natürlich in 4K angucken, weil der Stream bei mir jetzt auf 1080p läuft. Dann kann man sich das Ganze 30 FPS bleibt. I love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. City like any other, just bigger. Nah, mano, not just any other city. Legends are born here. The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bullet. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V, a pleasure. So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it. Guessing it belongs to a corp. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Sounds simple enough. He's lead, assholes! Is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Get your ass moving now! What the fuck just happened in there? Can't stop digging Night City. Fucking major leagues. Happy now, Jackie? Yep, that's fucking high! Time to bail! Oh my god, we're so fucked. Dix, what the fuck? Can't risk it, V. And you, who are you? Fuck. Ja, das war Cyberpunk 2077. Ich muss sagen, mir gefällt der Trailer sehr gut gefallen, mir das Gesehene sehr gut gefallen. Ich fand es jetzt lustig mit Braindance, auch wenn ich das nicht, wie gesagt, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Anhand des Berichts, glaube ich, haben wir es auch richtig verstanden. Und der Trailer, ich möchte mal die deutsche Synchro hören. Ich denke mal, da werden wir noch drauf warten müssen. Auf jeden Fall sieht das Gesehene schon mal echt gut aus. Ich habe Bock drauf. Ich denke mal, das werde mich schnell mit der Ego-Perspektive zurechtfinden. Bei Far Cry klappt es ja auch wunderbar. Und das Spiel sieht schon echt krass aus. Vor allem mag ich auch die Badlands, wie ich das jetzt bereits mehrmals gesagt habe. Ich mag diese ganzen Badlands, wenn man sich das hier anguckt. Wenn wir uns hier mal angucken. Diese ganzen Badlands, ich mag dieses Wüstengebiet total gerne, wenn du da mit deinem Auto hier durchfährst. Ich fand das am Anfang auch ziemlich geil. Genau, als er hier durchfährt. Das hier. Auch richtig geil durch diese Stadt. Alles hier so nass.
Mit den ganzen Reklametafeln, die ganze Beleuchtung hier. Das sieht schon echt krass aus. Hier haben wir übrigens den Quadra. Das ist ja, haben wir auch schon die veränderte Form davon praktisch gesehen. Was ist Cyberpunk Red hast du als Hashtag? Das ist einfach Cyberpunk an sich, Cyberpunk von CD Projekt Red. Darum einfach Cyberpunk Red, weil es halt von CD Projekt Red ist. Das ist einfach ein Hashtag, der auf YouTube des Öfteren, auf Twitter des Öfteren verwendet wurde. Darum habe ich ihn mit reingenommen. Eigentlich sind die Hashtags ja nicht bedeutend, die kann ich auch weglassen. Aber sie sind einfach mit drin. Ich werde auf jeden Fall jetzt dazu nochmal ein Video machen. Das wird dann die Tage online gehen, genau wie ein Video zu Marvels Avengers. Mir hat das Gesehene jetzt sehr gut gefallen. Ich freue mich drauf, mehr davon zu sehen. Ich bedanke mich bei euch natürlich, dass ihr im Livestream dabei wart. Der Stream wird auch so online gehen. Ich finde es gut, dass man bei Fahrzeugen auf Third Person wechseln kann. Das gab es bei Far Cry nicht. Genau, das ist der Punkt, den mir auch sehr gut gefällt, weil wenn ich die ganze Zeit noch in der Ego-Perspektive, dann kriege ich wieder viel zu wenig von der City mit. Und von das Ganze drumherum. So ist das schon ganz gut gewählt. Ja, guckt euch den Trailer auf jeden Fall nochmal auf euren eigenen Monitor schön in 4K an. Da denkt man, wie das Ganze dann nochmal ein ganzes Stück besser aussehen, als ihr jetzt im Stream nochmal bekommen konntet. Ich werde, wie gesagt, da Videos zu machen. Und sonst sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Livestream wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video, dem Livestream hier einen Daumen nach oben gebt. Für alle, die es noch nicht getan haben, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann würde ich euch sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Zeus.